Die Bildungslandschaft ist in Bewegung. Doch noch sind Bildungskonzepte, die interdisziplinäre Inhalte mit den neuen Medien verknüpfen, Mangelware. Grund genug für die Ellen-Key-Oberschule, eine 5-jährige Projekt- und Studienarbeit auf Herz und Nieren zu prüfen. Die Rede ist von Papillon, einem langfristig ausgerichteten Lösungskonzept für eine zukunftsorientierte Lehrmethode. Frau Bader: Als Fachgebietsleiterin im Fach Deutsch haben Sie das Projekt Papillon von Anfang an unterstützt und gefördert. Was hat Sie dazu bewogen? Dieses Medienprojekt hat mir von Anfang an sehr gut gefallen, weil es eine völlig neue Lernmethode ist. Und wir haben ja seit 2 Jahren die Bildungsstandards hier an der Schule zu erfüllen. Und eine wichtige Säule dieser Bildungsstandards ist ja Medienkompetenz. Und da betreten wir Neuland. Nicht ganz Neuland, würde ich sagen, aber wir besuchen nach Möglichkeiten, das in unserer Schule zu installieren. Und das fand ich also sehr überzeugend. Der Unterschied zwischen den bisher bei uns bekannten Projekten hinsichtlich Medienkompetenz bestand einfach mal darin, dass ich hier einmal, ich denke, virtuelle Welt und reale Welt verbinden und dass hier auch völlig neue Wege beschritten werden in Bezug auf Inhalte. Ja, wir haben zwar bisher Filme analysiert, wir haben Internetseiten gestaltet, wir probieren uns aus in PowerPoint-Präsentationen, aber diese inhaltliche Gestaltung, das ist das Neue, denke ich. Und das ist das, was hier auch so gut ankommt. Unterrichtsqualität zu verbessern, ist nicht nur eine Frage des Geldes, sondern vor allem eine Frage der Kreativität, findet die Projektleiterin Frau Günther und geht neue Wege bei der Erprobung eines Modellprojektes. Seit wann wird das Medienprojekt Papillon im Unterricht erprobt? Ich teste das Modellprojekt seit Februar 2005. Davon sind 2 FE-Kurse, also weiterführende Kurse im Deutschunterricht der 7. Klassen betroffen bzw. einbezogen. Die Eltern haben ihre Zustimmung gegeben und auch bei Elterngesprächen ihr Interesse gezeigt. Mussten Sie ein Seminar besuchen, um das Lehrkonzept anwenden zu können, oder benötigten Sie spezielle Qualifikationen? Nein, es war kein zusätzliches Training notwendig. Die Anwendung ist denkbar einfach. Nach der Präsentation des Projektes konnte ich direkt mit der Umsetzung beginnen. Wie sind Sie vorgegangen? Ich habe den Rahmenplan des Deutschunterrichtes bis auf wenige Ausnahmen auf der Grundlage des digitalen Lehrkonzepts aufgearbeitet, also den Lehrplan aufgearbeitet und die Lehrplanvorgaben als Schwerpunkt wie Texterfassung, Textanalyse, Erfassen von wesentlichen Textstrukturen, Zeichensetzung, Bericht, Erarbeitung von Kurzvorträgen, Eigenkreation von Frühlingsgedichten usw. berücksichtigt und das praktisch an diesem Stoff des Projektes Papillon erarbeitet. Wodurch unterscheidet sich dieses Konzept von herkömmlichen Methoden? Schüler, die die Papillon-Methode nutzen, lernen eigenverantwortlicher, motivierter, auch konzentrierter als andere. Oft vergessen sie sogar, den Unterricht zu stören, weil sie mit Aufmerksamkeit dem folgen, was hier im Unterricht passiert. Ihre Fantasie, ihr Interesse ist geweckt und manchmal konnte ich sie gar nicht bremsen in ihrer Fantasie. Gibt es einen messbaren Erfolg? Der messbare Erfolg liegt darin, dass sich die meisten Schüler dieser Kurse verbessert haben. Bei einigen macht sich das auch auf der Zeugniszensur bemerkbar. Ich kann sagen, es hat einfach Spaß gemacht, den Schülern und mir. Und ich wünschte mir öfter solch eine Form des Unterrichts. Ziel des Pilotprojekts ist die Einbindung des Internets in den Unterricht und darüber hinaus die Einführung interaktiver Schulbücher. Denn Lernen ohne Internet ist wie ein Himmel ohne Sterne, meint die Autorin und Papillon-Erfinderin Hardina Fedder. Am Rande einer Lesung zur Hintergrundgeschichte Goldstaub, die das Herzstück des digitalen Lehrkonzepts bildet, geben Schülerinnen und Schüler einen Einblick in ihren Schulalltag, ihre Einstellung zum Lernen und ihre Meinung zum Medienkonzept Papillon. Sie berichten, warum ihnen das Goldstaub-Abenteuer so gut gefällt. Immer wieder so eine spannende Sachen drin, wo man immer weiterlesen muss, weil man will ja genau wissen, was passiert ist. Nicht so altmodisch und so langweilig, sondern spannend und lustig und alles halt zusammen. Da gibt es auch von vielen Dingen etwas. Ein Einhorn zum Beispiel, Krieger, die sich in kleine fingerhutartige Wesen verwandeln können und wieder groß werden können. Fast alles eigentlich dabei. Dass das Konzept funktioniert, darüber sind sich die Schülerinnen und Schüler einig. Einfach lockerer, der Unterricht ist viel lockerer und eine ganz andere Atmosphäre, als wenn man hier im Raum sitzt und dann die Bücher vor sich hat und dann da liest. Also so beim Surfen macht es halt mehr Spaß, der Unterricht.
Ich finde es auch gut, dass es halt immer so eine Verbindung auch, wir machen ja auch was im Buch vorgekommen ist. Zum Beispiel jetzt über den Ocelot, da kam der Ocelot vor und dann fragt man sich, Ocelot, was ist ein Ocelot? Und dann geht man ins Internet, da gibt es viele Möglichkeiten, so danach zu buchen. Und dann in Google oder was weiß ich, und dann findet man halt auch was darüber. Das finde ich halt auch gut, dass es zur Verbindung mit dem Buch drin ist. So viel steht fest, Surfen im Internet finden alle cool. Ein Thema, mit dem Schule goldrichtig liegt. Die Ellen-Key-Oberschule liefert ein gelungenes Beispiel für Schulen mit neuen Ansätzen und anregendem Lernklima.